Ja, die additive Fertigung eröffnet viele neue Möglichkeiten, ist daher ein spannendes Technologiefeld. Welche konkreten Potenziale es aber in der Elektronikindustrie gibt, welche möglicherweise Hürden, Herausforderungen es dabei noch gibt und dass die additive Fertigung nicht gleich additive Fertigung ist, sondern dass es da unterschiedliche Technologien gibt, die man darunter versteht. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Wolfgang Mildner, Geschäftsführer von MSW Tech, und Valentin Storz, Geschäftsführer von Nano Dimensions. Erstmal hallo und vielen Dank, dass Sie hier sind und dass wir über die additive Fertigung sprechen können. Und ich glaube, es wäre schlau zu starten, dass wir erstmal kurz klären, warum additive Fertigung nicht gleich additive Fertigung ist, sondern dass es da durchaus unterschiedliche Technologien gibt, wenn wir von gedruckter Elektronik sprechen, weil sie beide unterschiedliche Felder beackern, die aber auch Schnittmengen haben, auf die wir noch zu sprechen kommen. Vielleicht, Herr Mildner, klären Sie kurz, womit Sie sich konkret befassen. Ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was erklärungsbedürftig ist und was wir heute auch am Markt immer wieder erklären müssen oder umgekehrt wollen, weil es eben Potenzial gibt, je nachdem, wie die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen sind. Also das Thema, das ich dort vertrete, ist gedruckte Elektronik, auch ein Feld der additiven Elektronik. Drucken ist ja eine additive Technologie, aber auch die gedruckte Elektronik selbst hat sich in der Zeit verändert. Prinzipiell kann man sagen, wird dort eingesetzt, wo Elektronik dünn, leicht und flexibel sein soll. Oder, also wo die Anforderungen dahin geht, dann kann man gedruckte Elektronik einsetzen. Und das wird heute sogar nicht mehr nur alles gedruckt, sondern durchaus auch kombiniert mit konventionellen Verfahren, auch mit konventioneller Elektronik, wo man dann zum hybriden Ansätzen kommt, einfach weil die Anforderungen und auch die Potenziale so hoch sind, dass ich Elektronik an Stellen bringen kann, wo bisher gar keine Elektronik war, dass das Thema tatsächlich spannend ist und auch von vielen Leuten inzwischen nachgefragt wird. Okay. Könnten Sie vielleicht ein Beispiel nennen, wo Elektronik dann dadurch einsetzbar ist, wo es vorher eben nicht möglich war? Ein Feld, was mir gerade einfällt, was natürlich etwas ist, was schon seit Jahren im Einsatz ist und auch millionenfach ist, wir sitzen fast jeder auf gedruckter Elektronik, nämlich die Sitzbelegungserkennung im Automobil wird durch flexible Sensoren gemacht, die gedruckt hergestellt werden. Die müssen ihren Dienst verrichten, sind dünn, flexibel, aber vor allem sicher, denn wir wollen ja, dass genau registriert wird, sitzt da jemand, wie schwer ist derjenige oder diejenige. Also von daher ein Einsatzfeld, wo wir eine ganze Menge schon an Einsätzen sehen, aber jeder kennt von uns natürlich auch vielleicht die flexiblen Displays, die Klapphandys, die zum Teil jetzt auch rollbar werden. Auch da ist gedruckte Elektronik im Einsatz. Das kann ich mit konventioneller Elektronik so nicht lösen. Und additiv, weil ich letztendlich auch Schicht über Schicht drucke. Ganz genau. Ja. Also Schicht über Schicht, beziehungsweise wirklich Kombinationstechnik betreibe. Zugegebenermaßen ist bei mancher Anwendung ist nicht alles additiv. Das heißt, von daher sind wir schon in einem Spezialfall. Aber dort, wo man additiv sein kann, nutzt man das natürlich auch als Vorteil. Aber es ist nicht das Additive im Vordergrund, sondern die Lösung für eine Anwendung. Okay. Bei Ihnen, Herr Storz, geht man eher so in dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, klassischen 3D-Druck. Also das, was man so eher unter 3D-Druck versteht. Ist das richtig? Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Also das, was Nano Dimension macht, ist im Prinzip beschrieben als ein Prozess, bei dem ein leitfähiges Material, das ist Silber-Nanotinte, und ein dielektrisches Material, das ist ein Photopolymer, zusammen verarbeitet werden. Schicht für Schicht aus einer Bilddatei, und so kann man jedes Voxel, das ist ein dreidimensionaler Pixel, bestimmen, ob der leitfähig oder nicht leitfähig ist oder ob da kein Material da ist. Und das kommt daher in Form von einer Maschine, das ist der Dragonfly, in dem man Körperdaten oder Daten aus irgendwelchen mechanischen CAD-Programmen nehmen kann, einfügt, auf den Knopf drückt und dann kommt an der anderen Seite zum Beispiel
eine mehrlagige Leiterplatte raus, wobei die Anzahl Lagen gratis mitkommt. Wir bauen es additiv auf. Das bedeutet, es werden nachher keine Löcher gebohrt, es gibt kein Etching, kein Elektroplating. Es ist ein viel nachhaltigerer Prozess. Es ist ein Prozess, der uns erlaubt, in 3 mm beispielsweise 50 Lagen zu machen, mit Dingen, die anders nur sehr schwer oder kaum darstellbar sind. Und die Technologie ermöglicht, so wie im mechanischen 3D-Druck auch, zeige ich es hier nochmal, zum einen das schnelle Prototyping in-house, wenn man agile Methoden der Produktentwicklung machen will, zum Beispiel Scrum mit schnellen Sprints, um dann neue Iterationen voranzubringen. Dann kann man da eine neue Iteration machen, die druckt man dann über Nacht, gerne auch in 3 verschiedenen Varianten, testet die dann und kann so schneller zum Ergebnis kommen, anstatt dass man zu einem Dienstleister geht, der einem die Leiterplatte fertigt oder möglicherweise sogar noch eine Leiterplattenfertigung im Haus hat. Die andere Anwendung sind dann Dinge, die besser sind oder leistungsfähiger oder höher integriert als bestehende Lösungen. Das ist zum Beispiel heterogene Integration von verschiedensten Komponenten, optisch oder gedruckte Komponenten, zum Beispiel Kondensatoren oder Spulen, aktive Komponenten, die dann embedded werden. Und das Letzte, das ist eigentlich die Vision, irgendwann digitales Inventory zu haben, das heißt keine Ersatzteile mehr vorzuhalten auf in physischer Art und Weise, sondern in digitaler Art und Weise und die dann dort zu produzieren, wo sie benötigt werden. Das heißt, ich habe da, ich sage jetzt mal so die typischen 3D-Druck-Vorteile. Ich kann bestimmte, also erstmal dieses Rapid Prototyping, ich kann Ersatzteile relativ schnell drucken und nehme ich dann eben auf Bedarf. Und auch werden auch damit auch neue quasi Bauteile überhaupt erst möglich, die ich damit drucken kann oder herstellen kann? Ja, also der Einstieg, die Firmen oder Organisationen, die interessiert sind, kommen hauptsächlich über dieses Rapid Prototyping. Okay. Also der Wunsch, eine Multilayer oder HDI-Leiterplatte schnell im Haus fertigen zu können. Und das andere ist dann, das kommt dann oft kombiniert mit dem Wunsch, Dinge auszuprobieren, die nicht möglich sind. Also um ein Beispiel zu geben, wir können sehr lange Spulen auf sehr kleiner Fläche und kleinem Volumen herstellen. Das heißt, im Medizintechnikbereich gibt es da großes Interesse, flache Spulen mit einer großen Spulenlänge herzustellen. Oder wir können auch integrierte mechanisch und elektronische Komponenten machen. Also ein Beispiel wäre da, das habe ich jetzt nicht dabei, wäre ein Well heißt es, also so ein Topf, der für Zellkultivierung eingesetzt wird. Also Zellkultivierung ist recht populär geworden über PCR, Polymerase-Kettenreaktion. Die kann auch elektrisch induziert werden. Und dann könnte man so ein Well, mit dem man das machen kann, direkt 3D drucken. Das heißt, man hat die mechanische Funktion, um die Flüssigkeit aufzubewahren, und man hat gleichzeitig die elektrische Stimulation. Und man könnte sogar noch Sensorik mit reinbauen. Okay. Und nachhaltig, weil ich im Prinzip nicht zum Beispiel Bauteile oder Ersatzbauteile vorhalten muss, sondern wirklich nur damit gedruckt werden, weil Sie irgendwann auch vorhin von nachhaltiger Technologie gesprochen hatten. Ja, also wir haben auch Studien machen lassen von Sustainability, Beratungsgesellschaft aus Großbritannien. Und da können Sie jetzt mit mir streiten, ob 90 oder 95 oder 85% weniger Abfall anfällt. Okay. Aber es ist signifikant. Also es gibt keine Schlacke, wo dann Bohrabfälle drin sind und Chemikalien, sondern es wird nur das Material verwendet, das auch benötigt wird. Das heißt, ein Loch wird einfach nicht gedruckt. Oder eine spezielle Form wie ein Kreis entsteht einfach durch den Aufbau. Und vor allem wird 0% Wasser verwendet. Also wir haben kein Wasser im Prozess, das dann verwendet wird, sondern nur die Materialien, die passieren. Und ja, diese Idee des Digital Inventory ist natürlich schon faszinierend, wenn man nur noch Dinge auf Bedarf produziert. Also das wäre
ein neues Paradigma der Produktion ermöglichen. Nicht minimale Stückkosten zu haben und dann die Lagerbestände optimal auszurichten, sondern nur bedarfsgerecht zu produzieren. Spielt das Thema Nachhaltigkeit auch bei Ihren Verfahren eine Rolle? Absolut, das ist schon ein wesentliches Thema. Das beginnt ja im Endeffekt auch bei den verwendeten Materialien und im additiven Konzept haben wir das auch integriert. Ich meine, da gerade beim Drucken ist ein sehr nachhaltiges Verfahren prinzipiell. Bei den Materialien, die verwendet werden, handelt es sich oft um organische Materialien, die dann auch einfacher wiederzuverwerten sind. Also wir machen Fortschritte, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das prinzipiell alles schon nachhaltig ist, sondern wir sehen gerade in dieser mehrfach von verschiedenen Schichten, die unterschiedliche Funktionen übernehmen, die kombiniert werden müssen, dann Schwierigkeiten, wenn das später wieder recycelt werden muss. Mehrschichtsysteme haben ihre Herausforderungen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man das Thema Nachhaltigkeit von vornherein in die Konzeption mit aufnimmt und das wird zunehmend auch gemacht. Prinzipiell macht man Fortschritt, aber es ist noch nicht alles gelöst. Okay. Jetzt bieten Sie ja quasi beide neue Verfahren an für die Fertigung. Ist das eher als Ergänzung zu sehen oder sagt man, na, in Zukunft werden wir vielleicht irgendwann bestehende Verfahren dadurch ersetzen können? Komplett? Also wenn ich von meiner Seite beginne mal mit der Antwort. Vor 20 Jahren gab es tatsächlich mal die Diskussion, gedruckte Elektronik, damit kann man ja alles machen. Davon ist man heute weit entfernt. Es ist eher so, dass man gedruckte Elektronik dort einsetzt, auch kombiniert mit konventioneller Elektronik, wenn man Anwendungen erschließt, wo heute keine Elektronik möglich ist oder wo sie gar nicht machbar ist. Zum Beispiel bei flexibler Elektronik, also bei tragbaren Geräten oder bei bis hin zu stretchable, also dehnbarer Elektronik, die damit realisiert werden kann. Da erschließen sich wirklich tatsächlich neue Anwendungen und Märkte, die erst durch diese Technologien erschlossen werden können. Und eins macht das Ganze natürlich auch noch spannend. Es kann eigentlich keine Firma alleine sowas umsetzen, sondern es braucht immer die Zusammenarbeit. Das ist hier in dem Fall auch ein ganz wesentliches Element der gedruckten Elektronik, dass Firmen, Organisationen, aber auch Research-Universitäten an dem Thema arbeiten und die in der richtigen Form kombinieren, um dann zu neuen Lösungen zu kommen. Aber es ist keine Konkurrenz zur konventionellen Elektronik. Wie ist das bei Ihnen? Also sicherlich wird ein Teil des 75 Milliarden großen Leiterplattenmarkts relevant sein. Und es gibt dann zwei Ansätze. Da gibt es einmal den Red Ocean, also der bestehende Markt, wo ein Teil des Marktes extrem preiskompetitiv ist. Also das ist alles, was einfache Leiterplatten sind, Unterhaltungselektronik, was in Millionenstückzahlen produziert wird. Da macht 3D-Druck schlichtweg, also den wir machen, keinen Sinn. 3D-Druck ist eigentlich immer werkzeugfreies Fertigen. Wenn ich aber jetzt eine komplette Linie einrichte für Millionen Stückzahlen, dann ist die Linie optimiert für dieses eine Produkt, dann macht das keinen Sinn. Das heißt, wenn man sich den Markt für Elektronik oder die Leiterplatte jetzt mal als Dreieck vorstellt und oben der High-Mix, Low-Volume ist und Spezialitäten und Besonderheiten, dann wird man da angreifen und dann, wie weit wir runterkommen, das werden wir noch sehen. Mit Sicherheit wird es aber nicht der gesamte Markt sein. Das andere sind dann Blue Ocean Märkte, die noch gar nicht existieren. Und das macht mir am meisten Spaß, habe ich das große Vergnügen, mit Menschen zu arbeiten, die in der Zukunft leben. Also zum Beispiel die Universität Stuttgart, die forschen an Quantensensoren. Das ist so das nächste von der MEMS-Nachfolger. Und das wird dann in 9 Jahren in größeren Stückzahlen produziert. Mit welcher Technologie, das werden wir sehen. Aber da könnte das einen relevanten Bereich bilden. Oder ein anderes Ding ist, wir haben ein Startup aus Dresden, das ist die Firma Zeldro, mit dem wir zusammenarbeiten. Die wollen einen Herzschrittmacher ohne Batterie herstellen. Da sind sie auch dabei, der dann die Energie der Zellen, also Zellen kommunizieren über elektrische Energie und die reicht aus, um den Herzschrittmacher zu betreiben.
Dafür brauchen sie auch ein neues Fertigungsverfahren, das heterogene Integration betreibt von dem Energy Harvesting, der aktiven Komponente, Kondensatoren sind noch drin und ein bisschen Leiterbahn und muss dann eben über die Hüfte, über einen Katheter eingeführt werden. Das heißt, es muss extrem klein sein und da könnte dann auch ein ganz neuer Markt entstehen. Okay. Es gibt viele Möglichkeiten. Es ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle sind doch Herausforderungen, mit denen wahrscheinlich bei beiden Technologien man zu kämpfen hat. Finde ich sehr spannend, aber darüber sprechen wir gleich nach der kurzen Pause. Wenn wir jetzt mal auf die Herausforderungen, die es jetzt auf Ihren beiden Feldern noch zu lösen gibt, zu sprechen kommen, findet man da Schnittmenge? Sind das ähnliche Dinge, mit denen Sie beide noch zu kämpfen haben? Oder sind das unterschiedliche Hürden? Ich glaube, wenn man es ganz großgalaktisch sieht, ist eine der Herausforderungen immer Materialien. Also Okay. Innovationen beginnen sehr häufig bei neuen Materialien, aber es sind natürlich spezifische Materialien. Aber Thema Silber-Nanotinte ist etwas, was wir beide brauchen, also wird verwendet. Dann ist aber die Optimierung potenziell jeweils eine andere. Also welchen Verarbeitungstemperaturen, wie kann ich die verdrucken, mit welchen Auflösungen kann ich entsprechende Dinge hinterlegen, mit welchen Verfahren können die verdruckt werden. Das sind dann wieder unterschiedliche Themen, aber ich würde sagen, Materialinnovationen brauchen wir beide. Und deswegen ist Materialwissenschaft ein ganz gemeinsames Thema. Insgesamt versucht jetzt die Industrie, also wenn ich jetzt mal die gedruckte Elektronikindustrie, die hat sich zusammengetan. Die macht gemeinsam Roadmaps, also Landkarten, wo man sagt, was sind denn die kurz-, mittel-, langfristigen Schritte und was brauchen wir, damit die auch erreicht werden können, und zwar gemeinsam, um zu sagen, nicht jeder macht seine Innovation selbst, sondern man tut sich auch zusammen, um dort diese Schritte entsprechend hinzubekommen. Und das läuft jetzt inzwischen schon in der neunten Ausgabe. Und da hat sich natürlich auch einiges verändert, weil sich die Entwicklung auch verändert hat. Aber genau diese konzertierten Aktionen haben das Thema erheblich weitergebracht. Und dafür gibt es auch zum Teil Forschungsförderung, weil die großen Forschungsförderungsgeber wie die EU zum Beispiel sich die Roadmaps anschauen und sagen, ja, das wollen wir ganz gezielt fördern, um die Technologie jetzt nicht nur als Technologie anzureizen, sondern auch die Produktion, die Industrie dann auch zu behalten. Okay. Also Materialien dann auch bei Ihnen? 100%. Thema, ja. 100%. Also wir stellen jetzt auch auf der Produktronika ein neues Material vor, das besser ist als das bestehende. Und bei uns ist die große Herausforderung, da gibt es die Silber-Nanotinte und dann gibt es noch das dielektrische Material, um dreidimensionale Körper zu erstellen. Also wir drucken ja nicht auf dem Substrat, sondern wir erstellen das. Und das eine Material, das Polymer, mag es eher kalt und zum Sintern der Silbertinte brauchen wir eigentlich besser Temperatur. Und jetzt müssen wir ein Prozessfenster finden, wo beide verarbeitbar sind und wo etwas in Summe herauskommt, das gut funktioniert, zertifizierungsfähig ist und dauerhaft hält. Und das ist eine große Herausforderung und da liegt auch unser Fokus darauf, Materialgruppen, Stoffgruppen zu finden, die sich verarbeiten lassen in einem digitalen Prozess und hervorragende Endeigenschaften haben. Also das heißt jetzt einmal, für uns ist es eine große Leistung, dass wir jetzt mit dem neuen Material Standard-Lötprozesse fahren können. Davor hatten wir Niedertemperatur-Lötprozesse, 10 Bismut, das sind dann 140 Grad und das ermöglichte nicht, alle Formen der modernen Elektronik, zum Beispiel BGAs, zu verlöten, außer mit komplexen Prozessen. Und das ist ganz klar das Thema, auch die Silber-Nanotinte weiterzuentwickeln, ist ein Thema. Oder spezielle Materialien zu finden für Hochfrequenzanwendungen, die immer weiter wachsen. Und das andere, das weiß ich jetzt nicht, ob das bei Ihnen so stark ist das Thema Software für 3D. Also Elektronik, die meiste Elektronik ist starr, sind Leiterplatten, die übereinander gestapelt werden und dann verbunden werden.
Wenn wir jetzt aber 3D-Komponenten erzeugen wollen oder wenn wir 3D-integrierte Volumenkörper bauen wollen, vielleicht mit Embedded Components in der Zukunft, dann brauchen wir da die Software. Auf der anderen Seite ist der Markt noch relativ klein. Das heißt, es ist noch nicht so attraktiv für die großen Softwarehersteller, da viel abzubilden. Und da haben wir jetzt auch eine Lösung geschaffen, die verfügbar ist, um diese, sage ich jetzt mal, Middleware, also eine Komponente zu erstellen, zum Beispiel eine Spule oder Twisted Pair, die dann zu exportieren als Komponente ins EDA-Tool reinzuladen, zum Beispiel Altium oder Mentor oder Zugin oder wie auch immer es heißt, und dann wieder zurück als 3D-Druckfile auszugeben, der dann nachher diese Komponente druckt. Ich weiß es vom klassischen 3D-Druck, da wird oft auch gesagt, ja, wir brauchen auch die Leute, die neues Design denken. Ja. Also das heißt auch die Ideen, die jetzt oder die Möglichkeiten, die es jetzt mit der Technologie gibt, dass sie überhaupt vorher gedacht werden, sage ich jetzt mal so. Ist das auch so, auch bei Ihnen dann auch, in der Technologie auch? Absolut. Das ist also so eine neue Dimension, Elektronik flexibel zu machen oder dehnbar. Das fängt im Design der Produkte an. Und von daher ist es auch immer eine Herausforderung. Deswegen veranstalten wir zum Teil auch wirklich Messen und Events, wo wir zeigen, das geht schon, darüber denkt die Technologie nach, versuchen aber mit Designern zu reden. Und jetzt meine ich noch nicht mal die Elektronikdesigner, sondern wirklich Produktdesigner, um mit denen zu reden, zu sagen, das ist machbar. Und aus diesem Kreativität entstehen dann tatsächlich neue Produktideen in der Diskussion mit den Technologen und zu sagen, ja, wenn ich das kombiniere, ist dieses Design auch realisierbar. Das ist ein klassischer, schöner Innovationsprozess, mit dem auch wirklich neue Produkte entstehen. Weil dann ist auch wirklich entsteht auch der Mehrwert, den ich durch die Technologien schaffe, wenn ich einfach dadurch die neuen Möglichkeiten eröffne und nicht einfach das, was es jetzt schon gibt, fortschreibe. Genau. Ja, okay. Ja. Aber dazu braucht man die Designer und das ist eigentlich eine Stärke, dass wir diese Kombination versuchen hinzubekommen und damit auch wirklich hier Innovation vorantreiben. Okay. Passiert aber tatsächlich, ihr hast auch mit Automobilherstellern, die die Technik einsetzen, die schon mal gefragt, ja, warum setzt ihr die eigentlich ein? Sind es die technischen Eigenschaften? Ist es das, was euch überzeugt wird? Und dann kam die Antwort zurück, nee, die Designer haben gesagt, ich kann damit Dinge machen, die konnte ich vorher nicht machen. Und die Designer waren dann sogar die entschieden haben, wir wollen lieber die Technologie als das Konventionelle machen. Okay. Jetzt sind Sie auch oder nicht auch, sondern Sie sind als Berater tätig. Mit welchen, also worüber sprechen Sie mit den Unternehmen? Kommen die, weil Sie gesehen haben, es gibt diese Technologie, wir könnten damit vielleicht das ein oder andere Problem lösen? Oder ist es eher so, dass man eine bestimmte Motivation, ein Problem hat und man jetzt darüber nachdenkt, mit welcher Fertigungstechnologie löse ich das? Inzwischen, glaube ich, sind wir schon tatsächlich auf der näheren Stufe. Das heißt also, es gibt Produkte und man fragt sich, okay, wenn ich die jetzt dünner, flexibler, leichter haben will, was muss ich denn tun? Es gibt leider noch zu wenig Standards, die entstehen gerade, dass man im Endeffekt sagen kann, dann nutze ich den Standard oder den Standard. Aber es gibt Erfahrungen im Markt und meine Tätigkeit ist dann häufig, dass ich die richtigen Leute zusammenbringe. Dass ich sage, wenn ihr mit dem redet und die beiden kombiniert, dann kommt ihr eurer Problemlösung schon erheblich näher, als wenn ihr jetzt von vorne beginnt und das versucht neu zu entwickeln. Die Kombinationstechnik zu unterstützen, ist heute ein wesentlicher Punkt. Also im Endeffekt ein Stück weit auch zu zeigen, es geht mehr als vielleicht wirklich die Forschung des Einzelnen machen kann. Die Zusammenarbeit schafft Möglichkeiten. Standards, auch bei Ihnen ein Thema? Standards, Industriestandards auf jeden Fall. Wir haben... Also sprich Standards, die noch fehlen. Ja, also es ist in Bewegung. Also es gibt ja von der IPC gibt es eine Gruppe über Printed Electronics und da gibt es ein neues Kapitel, das heißt AME, Additively Manufactured Electronics. Da habe ich gestern erst mit dem Dana Korf gesprochen. Da gibt es dann das A-Team, eine Gruppe, die das leitet und neue Standards macht, weil da sind ganz andere Dinge notwendig und es macht auch keinen Sinn, bestimmte
Tests zu machen. Also wenn man den Vergleich sieht, was sind die häufigsten Fehler oder die Versagenspunkte bei Leiterplatten, dann sind es andere als bei der 3D-gedruckten Elektronik, weil es ein ganz anderer Prozess ist. Das heißt, um da jetzt nachher Qualität und Durchgängigkeit prüfbar zu bauen, brauchen wir vielleicht auch andere Tests. Auf der anderen Seite haben gewisse Tests auch überhaupt keinen Sinn. Und der weitere Punkt wird eben sein, dass wenn wir nicht die bekannten Materialien verwenden, müssen neue Materialien durch einen Zertifizierungsprozess laufen. Je nachdem, welche Industrie das ist, wird es länger oder kürzer dauern. Aber die Herausforderung, die im ersten Schritt zu lösen ist zu sagen, was wollen wir denn überhaupt prüfen? Generell, bevor wir dann sagen, dieses eine Produkt ist gut oder schlecht. Okay. Wobei da, also einfach um das zu ergänzen, kann ich nur wirklich bestätigen, das Thema Testen. Wir haben jetzt plötzlich Elektronik, die flexibel ist. Wie flexibel muss sie denn sein? Wie biegbar muss sie denn sein? Muss sie vielleicht faltbar sein? Und wenn ich dehnen will, wie weit muss ich dehnen können? Das fängt bei der Anwendung selber an, bis hin bei der Frage, wie teste ich das? Die Testmaschinen gibt es noch ganz selten am Markt. Ja, okay. Es gibt jetzt erste und die Standards entstehen gerade. Das ist natürlich auch etwas, was auch manchen Anwender daran hindert, zu sagen, oh, da betrete ich ja Neuland. Ich kann dazu nur aufrufen und sagen, es ist vieles machbar, aber natürlich, die Standards entstehen gerade erst. Also Standards auch in der Qualitätssicherung? Ja. No? Okay, also das ist auch, ich habe auch mit dem Thema Qualitätssicherung mal wieder zu tun und weiß auch, bei der additiven Fertigung gibt es so ein Schlagwort, so dass jeder Anwender quasi ein Pionier ist, weil er sich viele Dinge dann irgendwie nochmal selbst erarbeiten muss. Genau. Okay. Wenn wir jetzt zum Abschluss mal ganz kurz einen Blick in die Zukunft werfen, sagen wir mal in 5 Jahren, was wir so erwarten können, was ist aus Ihrer Sicht in Ihrem Technologieumfeld, was wir da sehen könnten in 5 Jahren? Ich glaube, ich würde eine Anwendung nennen, die schon mehrfach immer wieder unter Verruf stand oder beziehungsweise abgewandert ist, zum Beispiel nach China, die aus meiner Sicht eine große Chance hat, aus verschiedenen Gründen hier in Europa. Das ist das Thema Photovoltaik. Ja. Wir haben so viele Flächen, die heute noch nicht genutzt werden, um Energie zu erzeugen, wo ich mit einer anderen Art der Photovoltaik, die integriert werden kann in Fenster, in Fassaden, aber auch vielleicht in der Landwirtschaft verwendet werden kann, wo ich vielleicht unsere Energieproblematik zusätzlich auch mit solchen Methoden ergänzt nutzen kann. Und da kann die gedruckte Elektronik wirklich sehr gute Beiträge leisten. Und das wird heute schon probiert, aber es wird ein Stück weit dauern, das wirklich in die Masse zu bringen. Aber in 5 Jahren, glaube ich, sehen wir da sehr, sehr viel mehr. Spannend. Und bei Ihnen? Ich glaube, die 3D-gedruckte Elektronik ist noch ein bisschen jünger als die gedruckte Elektronik. Also der Reifegrad muss weiter nach vorne gehen und die erste Anwendung wird auch wie in dem additiven Fertigungsmarkt in der Mechanik das Rapid Prototyping sein. Also das heißt, Unternehmen werden sich entweder zusätzlich zu ihrer SMT-Linie oder vielleicht haben sie auch einen externen Dienstleister, aber werden die ersten Prototypen im Haus fertigen. Und wenn man sich das anschaut, wie das sich in der additiven Fertigung entwickelt hat, dann im mechanischen Bereich war das die gleiche Welle. Der Markt wird geschätzt, ist aktuell ungefähr 300 Millionen groß für die 3D-gedruckte Elektronik und soll zwischen 1 und 3 Milliarden groß sein, wenn wir über den Zeitraum 5 Jahre sprechen. Ich schätze mal 2 ist eine ganz gute Größenordnung. Und in diesem Markt wird dann die dominierende, konstante Rapid Prototyping sein. So. Und dann, sobald wir ein bisschen weiter sind, in diesem Zeitraum werden die ersten Anwendungen entstehen. Da gibt es vielversprechende Dinge, die könnten sein Mini- oder Mikrodrohnen und man kann relativ einfach den Markt anschauen. Es gibt so eine Art Kostenfunktion, die gibt es auch in der additiven Fertigung. Alles, was im Endprodukt über 5.000 Euro oder Dollar pro Kilogramm kostet, wird als erstes dran sein. Das sind im Regelfall Dinge, die sind sehr leicht, sehr integriert. Die brauchen spezielle Funktionen, also Mikrodrohnen
oder In-Body Electronics oder neue Arten von Sensoren und die werden dann die zweite Welle auslösen. Okay. Ja, dann ich lerne daraus additive Fertigung, um das mal so dem Ganzen so ein Dach zu geben. Es geht nicht darum, die bestehenden Verfahren zu ersetzen, sondern tatsächlich neue Möglichkeiten, neue Designs, neue Anwendungen, neue Bauteile zu ermöglichen. Und dafür ist es eine extrem spannende Zukunftstechnologie oder Technologien. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wie gesagt, da es ein Zukunftsthema ist, werden wir da wahrscheinlich auch noch öfters drüber sprechen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Danke.